Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute quilten wir. Wir quilten Eier oder halbrunde Steine oder doch Eier. Wir krakeln fleißig drauf los nach Lust und Laune und wenn wir beide Motive kombinieren, erhalten wir Ostereier. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir starten heute mit einer Eierform. Wir beginnen an der Spitze, haben ein Oval, eine stärkere Rundung und gehen mit unserem Oval zurück. Auf unser zweites Patch zeichnen wir Zackenlinien. Wir malen mit der Maschine Zacken. Als drittes verbinden wir unsere ovale Form, unsere Eierform, mit unseren Zacken. Und wir haben ein dekoriertes Osterei. Unsere einzelnen Patches werden 30 x 30 cm groß. Wir starten in unserer Patchmitte mit der Eierform. Wir haben unsere Fäden eingespannt, unser Obertransporteur ist versenkt, unser Füßchen ist abgesenkt, eine Quiltnadel ist eingestellt und wir vernähen dreimal auf der Stelle. Die Nadel bleibt im Stoff stecken und wir legen los. Aus der Mitte heraus starten wir mit der ersten Eiform. Von dieser Eiform starten wir mit einem zweiten Ei. Und wir setzen Oval an Oval und Eiform an Eiform. Wenn unsere Linien sich überschneiden, ist das völlig in Ordnung. Wenn größere Lücken zwischen unseren einzelnen Ovalen und Eiformen entstehen, lassen wir diese Lücken einfach. Wir können aus jeder Gabelung mit einer neuen Form starten. Wenn wir uns das genau anschauen, sieht das Ganze gar nicht so sehr nach Eiern aus, sondern eher nach ovalen Steinplatten. Wenn ich an einer anderen Stelle fortfahren möchte, als sich das hier gerade ergibt, kann ich über jede Linie wieder zu meiner gewünschten Stelle wandern. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr gerne mehr von Needle Engine sehen möchtet, dann abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr jetzt noch das Glöckchen drückt, dann bekommt ihr auch noch eine Nachricht, wenn ein neues Video auf Needle Engine erscheint. Vielen Dank! Wenn größere Stellen entstehen, die ich nicht gequiltet habe und ich habe das Gefühl, an der anderen Seite ist es viel dichter und jetzt sieht das gar nicht mehr aus, weil ich hier diese großen Lücken habe. Bei diesem Motiv brauchen wir unsere großen Lücken nicht füllen. Was wir machen ist, wir bauen weitere große Lücken ein. Unser Motiv, jedes einzelne Ei oder Oval oder jeder Stein, wie auch immer wir das nennen wollen, ist so groß, dass zusätzliche Lücken nicht störend auffallen. Es fällt eine zusätzliche Lücke störend auf, aber viele Lücken bereichern das Motiv. Also baut Lücken ein. Wenn ihr die Linie, die Ziellinie an eurem Ei nicht trefft, dann ist das so. Wir lassen das einfach so. Diese Eiform ist schon ein bisschen komplexer. Es ist ganz spannend, an dieser Form zu üben. Eine Figur zu erzeugen, die einen breiteren unteren Bauch und einen schmaleren
oberen Körper bekommt. Diese Eiform wirkt allerdings nur, wenn sie nicht zu gleichmäßig ist. Das heißt, ein Patch aus dieser Form ist ganz ideal, um komplexere Formen zu üben. Was mache ich, wenn ich mich mit meinem Motiv ins Aus gesetzt habe? Ich kann auf meinen schon gequilteten Linien wieder zurückfahren. Ich kann aber auch einzelne Formen doppelt herausarbeiten. Wenn ihr eine Naht vermasselt habt, wie hier, ihr wolltet zurückfahren und habt jetzt solche unschönen Dellen in eurer Linie, fahrt die Linie noch ein Stück weiter zurück und macht eure Delle zum Thema. Wenn wir unser Motiv zu Ende gequiltet haben, nähen wir dreimal auf der Stelle und holen unser erstes Motiv unter der Nadel hervor. Bei unserem zweiten Motiv starten wir wieder mit dem dreimal vernähten Faden in der Patchmitte. Und bei unseren Zacken kommt es nun darauf an, die Zacken einfach laufen zu lassen. Versucht den Zacken kein Thema zu geben, kommandiert keine Größe, gebt nichts vor. Wir möchten ein ganz wildes, wirres Zackenbild. Jede Art von Zacke, die einfach so entsteht, wird gerne genommen. Verabschiedet euch von der Idee von Fehlern, sondern nehmt euch die Freiheit, es einfach zu machen. Und wenn eure Zacken rund werden, dann habt ihr runde Zacken. Wenn eure Zwischenräume extrem unterschiedlich sind, dann sind sie das. Das interessiert uns gar nicht. Wir machen einfach weiter, weil es einfach Spaß macht. Dieses Motiv soll einfach nur Spaß machen. Wenn ihr euch ins Aus setzt und von einer Stelle überhaupt nicht mehr wegkommt, dann kreuzt ihr einfach die Linien. Stellt euch einfach vor, erinnert euch einfach, wie ihr als Kind mit einem Wachsmalstift einfach mal wild drauf losgekritzelt habt. Denn genau das möchten wir hier, wir möchten kritzeln. Wenn wir unser Motiv beendet haben, nähen wir dreimal auf der Stelle, holen unseren Faden wieder herauf und unser zweites Motiv ist fertiggestellt und es geht mit unserem dritten Motiv weiter. Wir starten erneut in unserer Patchmitte und wir quilten zuerst eine Eiform. Auch für diese Eiform gilt genau das Gleiche. So eirig wie möglich oder wie nötig oder so, wie es sich einfach ergibt. Sagen wir ein Oval. In unserer Formmitte ziehen wir nun unsere Zacken. Und nun ist es sowieso ein Osterei, was auch immer wir machen. Wir starten aber nicht an der Zacke mit dem nächsten Ei, sondern wir wandern ein bisschen an unserer Eiseite entlang nach unten oder oben. Und hier starten wir erneut. Wir wandern zur Mitte und quilten unsere Zacken. Vielleicht möchten wir auch 2 Reihen Zacken quilten. Wir fahren auf unserer Eiseite entlang ein Stück nach oben oder nach unten und wir quilten unsere Zacken erneut. Von unserer neuen Position aus quilten wir ein nächstes Ei. Wir wandern bis zur Mitte und quilten unsere Zacken. Dieses Ei liegt nun unter einem anderen Ei. Wir quilten zur Mitte aber was ist, wenn wir die Mitte verfehlen und wir erhalten so eine Wellenlinie? Nun, das ist uns gerade recht. Wenn wir ein Thema arbeiten, unfreiwillig, das so eigentlich nicht sein sollte,
dann bleibt bei dem Thema. Wenn das so passiert ist, dann scheint es ja eine Sache zu sein, die euch gut liegt. Also bitte, zieht das Wackeln einfach durch. Und ihr habt einfach ein anders dekoriertes Ei. Was ist denn, wenn ihr euer Ei zackig nach außen versaut? Ihr fahrt hier lang, auf der Eierlinie, und seid irgendwie abgelenkt. Und habt was so auf jeden Fall nicht nach Ei aussieht. Seht ihr das? Macht daraus eine Eierschale. Wir haben einen außen laufenden Zacken. Macht eine gesamte Bruchstelle daraus. Lasst es übers Ei und ins Ei und durchs Ei laufen und quiltet einfach dann das Muster in euer Ei. Wenn ihr meint, das finde ich jetzt seltsam, das sieht komisch aus, dann wiederholt das auf der gegenüberliegenden Seite am gleichen Ei. Wir fahren auf der falschen Seite raus. Und ihr habt ein aufgeschlagenes, zerbröckeltes Ei. Sollte eure Eierform zu rund werden, dann ist das ein Entenei. Was ist, wenn ihr euch mit den Eiern ins Aus gesetzt habt? Ihr seid nun auf dieser Seite, aber eigentlich möchtet ihr, schwupp, auf der gegenüberliegenden Seite weiter quilten. Dann folgen wir einfach unseren Linien. Dieses Ei bekommt noch eine dritte Musterlinie. Wenn das Thema für uns gut funktioniert, können wir ein aufgeschlagenes Ei quilten. Auch bei unserem Eiermotiv gilt, wir müssen unsere Eier nicht alle eng aneinander setzen. Wir können überall auch Räume einbauen, die ungequiltet bleiben. Dadurch wird der Effekt der durcheinanderpurzelnden Eier größer. Wenn unser Patch zu Ende gequiltet ist, vernähen wir dreimal auf der Stelle. Und yay! Unsere 3 Patches sind fertig gequiltet. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn ihr nicht auf das nächste Mal warten möchtet, so könnt ihr euch diese Playlist hier oder hier irgendwo anschauen. Da findet ihr alle Videos zu unserem Quilt as you go Quilt Übungsquilt. Oder so. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.